nicht aus einem Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, zurück zu einem neuen Video von mir. Ich würde sagen, die Corona-Lockdown-Frisur sitzt. Mein Ansatz geht mittlerweile bis nach sonst wo, aber was soll's. Wer mir aufmerksam auf Instagram gefolgt ist die letzten Tage, hat gesehen, dass ich ein paar Umfragen gemacht habe und die habe ich nicht ohne Grund gemacht. Denn ich wollte von euch wissen, was würdet ihr jemandem raten, der sich nicht traut, Latex zu tragen? Heute werde ich dir ein paar Punkte an die Hand geben, die du vielleicht für dich gebrauchen kannst, damit du ein echter Latex-Liebhaber werden wirst. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Unter meinen Bildern, aber auch hier unter meinen Videos lese ich ganz oft den Kommentar: Mit deinem Körper kannst du natürlich alles tragen. Wenn ich so schlank wäre wie du, wenn ich so sportlich wäre wie du, wenn ich wie du bla bla bla. Leute, das Grundproblem an der ganzen Geschichte ist, ihr seid nicht ich und ich bin nicht ihr. Ihr seid ihr und ich bin ich. Jeder ist komplett einzigartig, so wie er ist. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Menschen sich vergleichen mit anderen Menschen. Und es ist kein großes Geheimnis, dass genau das einen Menschen unglücklich macht. Leichter gesagt als getan, jeder vergleicht sich. Dennoch finde ich es problematisch, wenn das so ein Ausmaß annimmt, dass Leute für sich kategorisch Dinge ausschließen, nur weil sie denken, ich bin im Vergleich vielleicht nicht gut genug wie die andere Person, um dies oder jenes machen zu können. Gehen wir doch der Sache einfach mal auf den Grund. Ich habe euch gefragt, schaut ihr lieber zu, wenn andere Personen Latex tragen? Also findet ihr Latex an anderen Personen schön? Oder tragt ihr lieber selber Latex? Die nächste Frage, die ich euch gestellt hatte, war: Wenn ihr Latex gut findet, wieso tragt ihr dann selbst kein Latex? Ein klassischer Grund natürlich, kein Latex selbst zu tragen, ist, dass viele Latex für sich selbst als viel zu teuer einschätzen. Was ich persönlich schon nachvollziehen kann, allerdings, wer meine anderen Videos verfolgt hat, ist das eine Sache des Angebots und der Nachfrage. Wenn viele Menschen Latex tragen würden, würde Latex im Preis auch sinken. Da es aber relativ wenig Menschen im Vergleich zu anderen Kleidungsstücken tragen, ist Latex natürlich teurer in der Herstellung. Ich werde euch nun einige Antworten mitteilen, die ich von euch bekommen habe. Ich fühle mich nicht männlich, wenn ich Latex trage. Es gehört sich nicht, Latex zu tragen. Ich habe Angst, einer gewissen Szene zugeordnet zu werden. Ich habe Angst vor der Reaktion anderer Leute. Ich habe Angst, komisch zu sein. Ich würde mich dafür schämen, Latex zu tragen. Ich kann kein Latex tragen, weil ich nicht das Selbstbewusstsein habe. Mich würde niemand in Latex sehen wollen. Ich kann kein Latex tragen, weil mein Partner es nicht mag. Ich bin zu dick. Ich habe extreme Angst davor, was mein Umfeld von mir denken könnte. Ich habe keinen perfekten Körper. Ich kann nicht aus mir herauskommen. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber mich persönlich machen solche Aussagen extrem traurig. Natürlich haben wir alle manchmal solche Gedanken. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir in diesen Gedanken verharren. Diese Gedanken machen uns nachhaltig unglücklich. Und wie ich eingangs erwähnt habe, kommen diese Gedanken nur dadurch zustande, dass wir uns mit anderen vermeintlich perfekten Menschen vergleichen. Gerade im Social-Media-Bereich. Wir werden ständig mit Perfektion konfrontiert. Und das ist absolut nicht gesund. Deswegen mache ich auch heute genau dieses Video, was exakt in die andere Richtung geht. Denn ich möchte euch mitteilen, dass weder ich perfekt bin, noch die ganzen anderen Leute, die auf Instagram irgendwie aktiv sind und sich in Latex präsentieren. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Diese ganzen Aussagen, ich darf das nicht, das gehört sich nicht, sind auferlegte Verbote, die du dir selber gegeben hast. Denk mal darüber nach, welche Affirmationen, nennt man das, du in deinem Kopf hast. In Bezug auf eine Sache, nehmen wir jetzt das Thema Latex, eine Sache, die du unbedingt austesten möchtest, wo du dich aber nicht traust, es letztlich zu tun. Denk drüber nach, was und welche Sätze dir in deinem Kopf das Ganze verbieten. Denn letztlich bist es nur du, der dir das Ganze verbietet und nicht XY, der dir auf der Straße sagt, das geht nicht. Die Blicke anderer Menschen sind reine Interpretationssache. Ob die Person nun denkt, wow, du bist total mutig,
dass du in Latex durch die Gegend läufst oder ob die Person denkt, ich finde das nicht angebracht, dass du in Latex durch die Straßen läufst. Anhand von Blicken wirst du Menschen nicht entschlüsseln können. Du wirst daran nicht erkennen können, was die Person über dich denkt, außer sie spricht dich konkret an. Und in den wenigsten Fällen wird das passieren. In der Zeit, in der ich nun in Latex auf der Straße herumgelaufen bin, war es nur mein eigener Kopf, der verrückt gespielt hat. Nicht die anderen Personen um mich herum. Nur ich, weil ich mein gewisses Bild von dieser ganzen Geschichte im Kopf hatte. Deswegen, diese ganzen Sätze, diese ganzen Affirmationen, wenn man so möchte, ich darf etwas nicht, du darfst etwas nicht, sind die Dinge, die du dir auferlegst, die Verbote, die du dir auferlegst, aber niemand sonst. Es gibt kein Gesetz, was vorschreibt, dass du kein Latex tragen darfst. Es bist alleine du, der sagt, ich darf es nicht. Also fang an, dich selbst zu definieren, indem du Dinge machst und ausprobierst, die du ausprobieren möchtest. Lass dich nicht durch andere definieren und dich in eine Form pressen, in die du nicht reinpasst. Was ich am Anfang meiner kleinen Studie nicht gedacht hätte, war, dass die Antworten, ob vom Mann oder von der Frau, fast identisch waren. Beide Geschlechter haben mir fast die gleichen Nachrichten geschickt. Bei beiden ist auffällig, dass der Indikator, weswegen beide kein Latex tragen, die Angst ist. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich umso interessanter, dass ich die Möglichkeit habe, und ich bin dafür unendlich dankbar, überhaupt mit so vielen Menschen in Kontakt treten zu können. In meinem normalen Leben hätte ich niemals die Chance, mit so vielen interessanten Menschen interagieren zu können. Dementsprechend, ich bin froh darüber, dass wir so eine große Community sind, und an dieser Community bin auch ich gewachsen. Wenn ich an meine Anfänge von 2015-16 denke, wo ich mich in Latex gepresst habe und gezwungen wurde, auf die Straße zu gehen. Wenn ich daran denke, wie unwohl ich mich damals gefühlt habe, was für ein falscher Ansatz das einfach bei meiner Person war, so bin ich dankbar, dass ich euch habe, wo ich Stück für Stück überhaupt wachsen konnte. Denn auch ich bin eine Person, ich mache mir über jede Kleinigkeit einen Kopf. Und es ist auch nicht verkehrt, introvertiert zu sein. Es ist nicht verkehrt, sich über jeden Kram Gedanken zu machen. Es sollte dich aber niemals davon abhalten, etwas zu tun, wo du die Lust verspürst, es zu tun. Wenn du den kleinen Funken Interesse an etwas hast, dann solltest du es ausprobieren. Wenn es dir nicht gefällt, du wirst deine Erfahrungen machen, dann kannst du das Thema abhaken. Und letztlich geht es dir wirklich nur um ein Material. Dementsprechend, du hast absolut nichts zu verlieren. Du wirst einfach nur um eine Erfahrung reicher. In diesem Sinne machen wir für heute Schluss. Im zweiten Teil werde ich euch praktische Tipps an die Hand geben, die mir in Bezug auf Latex sehr geholfen haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen.